Hallo, lieber Chat, da bin ich. Moin Schnake, moin Balder. Und an all die anderen auch, die vielleicht im Hintergrund am Lurken sind. Da sind wir wieder bei Lore-Spaß mit Chris. Wir waren jetzt mal bei 6 Minuten, haben wir hier so Video gemacht. Hallo Christian. Hallo Nils. So, wir waren bei 6 Minuten schon, das heißt, wir müssen nicht alles gucken. Wo hier war ich? Belladonna Tuck. Ich habe kein besseres Bild von Belladonna leider. Ne, witzig, sie war erst Weihnachten. Egal. Geht darum, dass Dinge. So, was müssen wir machen? Wir müssen verschiedene Sachen machen in so einer Vorbereitung hier. Das ist ganz faszinierend, was man so alles für Handgriffe braucht, um so ein Video zu releasen. Mindestens, wenn man vorsichtig ausgedrückt es schaffen möchte, dass das auch am Ende irgendwer guckt. Erstmal hier das Schreibprogramm anschmeißen. Hier mal richtig schön ans Ende springen. Was wir jetzt Witziges machen werden. Euch könnte ich eigentlich verlinken. Ja, vielleicht nochmal eine Idee. Egal. Hört ihr mich überhaupt? Ist Ton und so in Ordnung? Ich glaube, ihr hört das Audioprogramm, das Schnittprogramm nicht. Das muss ich noch freischießen. Jo. Nice. So, wo waren wir stehen geblieben, Chat? Ah ja, genau. Also, was wir brauchen ist, es gibt eine Funktion in YouTube, die nennt sich Kapitel. Und das heißt, wir müssen unser Video in Kapitel unterteilen. Fangen hier an. Das ist das. Das ist. This long video. Introduction oder Intro. Habe ich das in den vergangenen... Warte, guck mal kurz bei meinen alten Videos nach, wie ich es gelernt habe. Manchmal hilft es ja, in die Vergangenheit zu blicken, um abzuleiten, was man mal so gemacht hat, damit das konstant ist. Dann gucke ich mal kurz in das letzte Video. Ich kann es hier mal veröffentlichen, falls das ist veröffentlicht, aber ich kann es mal in den Chat posten, falls es wen interessiert. Wayne interessiert niemanden wahrscheinlich, aber ich poste trotzdem mal. Da haben wir das. Und da gibt es in der Beschreibung, wenn man da irgendwo hinscrollt, eine Kapitel für das letzte Video gemacht. Ja, das habe ich wohl vergessen. Ich schwören kann, ich habe ich nicht gemacht. Keine Kapitelmarker gesetzt. Da müssten wir theoretisch immer noch mal dran, aber egal, ist nicht so wichtig. Dann gehen wir noch ein Video zurück. Da habe ich auf jeden Fall Kapitel gemacht. Introduction und Hints habe ich es genannt. Und das werden wir übernehmen. Und ja, alles, was man für diese Kapitelfunktion, für die Leute, die fragen sich, Christian, wie fügt man denn Kapitel in Videos auf YouTube ein? Man muss in die Beschreibung des Videos, kannst hier mal umstellen, damit die Leute hier noch was lernen für die Zukunft. So nämlich. Man schreibt den Kapitelnamen, dann macht man muss bei 0 anfangen. Das ist quasi das erste. Dann macht man so einen Bindestrich und dann schreibt man den Timecode. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist. Ich glaube, früher war es so, dass wenn das Video stundenlang war, man hier noch eine 0, also so schreiben musste. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Naja, und dann baut YouTube dann quasi diese Kapitel aus diesen Sachen zusammen. Ich glaube, sobald 3 Einträge sind untereinander. Das muss man einfach nur in die Videobeschreibung irgendwo reinballern, dann YouTube checkt das schon. Details. Wir müssen uns jetzt, und das ist auch noch ein bisschen Arbeit. The Hobbit to the beginning of the Lord of the Rings. This rings.
This we the Lord of the Rings. So, wir sind hier bei 1 Minute 57. Das heißt, ich schreibe jetzt hier 1,57 rein. So recht lange Introduction. Dann kommen die Hints. Die Hints gehen. So, die Hints gehen bis 2 Minuten 37. Also wichtig, die Timecode. So, was erzählen wir denn da so? I assume Gandalf felt, due to his foresight, that Bilbo had a greater role to play and that he needed to counter Sauron's rise and potential alliance with Smaug. He orchestrated a meeting of Thorin Oakenshield and his companions at Bilbo's home, Bag End, in April 3rd Age 2941. In Tolkien's nomenclature for the translators of The Lord of the Rings, the professor explained that Bag End was the name of his bottom of a sack or bag. However, what is interesting here is that Gandalf was quite hasty. According to the chapter The Quest of March. Ja, das ist doch ein guter Name. The Quest of Erebor. So nennen wir das mal. The Quest of Erebor. Oder, das ist ja die Einleitung da rein. Vielleicht Starting The Quest of Erebor. Most difficult part. And shortly after, Thorin and company left the Shire at the end of April already. If we look at the events before, where it took literally centuries to take action, the pacing here suddenly accelerated immensely. In August was the next White Council, and Gandalf had to attend to convince the council of attacking Dol Guldur. Must have been a stressful year for Gandalf. In the Quest of Erebor chapter, in Unfinished Tales, we find an interesting remark by Thorin against Bilbo joining the company. He is as well, which can be seen as a parallel. Shoutouts to Rosemary. The Quest of Erebor chapter is a fascinating read with many additional information, so I recommend checking it out. What at the end convinced Thorin was Gandalf expressing that he was fond of Bilbo and wished him well and, quote, treat him well and you shall have my friendship to the end of your days. Tolkien further writes, dwarves understand devotion to friends and gratitude to those who help them, which was what ultimately convinced Thorin, besides the map and key, under the condition that Gandalf also joins the company as long as Bilbo proved his worth. In this dialogue, Gandalf also expressed multiple times that he had the foresight that this quest would fail without Bilbo and that he also had greater things in mind with this. In the context of Bilbo seeing elves passing the Shire, we know from the book The Road Goes Ever On that elves at times went to the west coast to the Tower Hills, the Emun Bereit, to look at the Elostirion stone, a palantir, which can see to the west continent Aman. For the elves, this is some kind of pilgrimage, and this was also the reason why Frodo and Sam and Pippin will later meet Gildor, who returned from this pilgrimage to Rivendell and helped Frodo and his friends. So one could interpret a connection of some elf journey was successful and what exactly happened during it. Also, Bilbo was 51 at that time, a very similar age compared to when Frodo left the Shire.
After the dwarves and Gandalf visited Bilbo in Back End, they also waited for him at the Green Dragon Inn in Bywater the next day, which also appears again in The Lord of the Rings. So as you can see, there are many parallels between the two books. Of course, in the book, Gandalf has to get Bilbo from Back End so that he is in time to accompany the dwarves on their quest for Erebor. From here, the events of The Hobbit begin. Thorin and company left the Shire and went east towards the Misty Mountains. From here, the events of The Hobbit begin. Da würde ich mal sagen, 8 Minuten 17 The Hobbit. Was habe ich gesagt? 8 Minuten 17. Bis jetzt finde ich das aber eigentlich ganz gut alles. Also joined the company as long as Bilbo proved his similar age compared to when Frodo left the Shire. Also, Bilbo was 51 at that time. Weil ich, ob ich auch so Text drauf packe, dass Bilbo, ich glaube, ich habe es im letzten Video, dass Bilbo geboren wurde. The dwarves and Gandalf visited Bilbo in Back End. They also waited for him at the Green Dragon Inn in Bywater the next day. There are many parallels to get Bilbo from Back End so that he is in time to accompany the dwarves on their quest for Erebor. From here, the events towards the Misty Mountains with the plan to cross them, and from there go further east to the Lonely Mountain, Erebor. The first important event during this journey was meeting the 3 trolls, William, Tom and Bert, in the Troll Shores. We talked in an earlier section about the Dúnedain kingdom of Arnor and it splitting into 3 smaller kingdoms. Ich würde sagen, der Vollständigkeit halber machen wir hier noch eine kleine, nicht Änderung, aber ich habe ja hier die Map-Credits an den guten Radahn, den sollte ich auch geben. Doch, ich habe hier eine Third Edge Credit. Edge sage ich schon. Left the Shire and went east towards the Misty Mountains with the plan to cross. And this was also the reason why Hier habe ich die nochmal gecredited. To cross them and from there go further east to the Lonely Mountain, Erebor. The first important event, the Dúnedain kingdom of Arnor.